Nikola Tesla. Am 7. Januar 1943 starb der 86-jährige Nikola Tesla allein in Zimmer 3327 des New Yorker Hotels New Yorker, das er seit Jahren nicht mehr bezahlen konnte. Tesla war der Mann, der Wechselstrom, Radiowellen und das Fundament der modernen Elektrizität erfunden hatte. Ohne ihn kein Licht in Millionen Häusern, ohne ihn keine drahtlose Kommunikation. Er hielt über 300 Patente. Er arbeitete für Thomas Edison, bis Edison ihn betrog. Er baute einen Turm auf Long Island, der drahtlos Energie um die Welt schicken sollte. Sein Geldgeber J.P. Morgan zog das Kapital ab, als er verstand, was Tesla vorhatte. Freie Energie für alle. Ohne Kapital kein Turm. Tesla verkaufte seine Patente, um Schulden zu bezahlen. Er lebte jahrzehntelang von immer kleineren Hotelzimmern. Er fütterte Tauben auf dem New Yorker Times Square, weil er Tauben liebte. Eine weiße Taube war seine Lieblingsgenossin. Als die Taube starb, sagte er, ein Teil seines Lebens sei vorbei. Als er starb, besaß er nichts. Das US-Militär beschlagnahmte seine Unterlagen unmittelbar nach seinem Tod. Seine Notizbücher verschwanden in Regierungsarchiven. Er hinterließ keine Familie, kein Geld, keinen Erben, nur Ideen, auf denen die gesamte moderne Welt steht. Der Mann, der die Elektrizität der Welt erfand, starb allein in einem unbezahlten Hotelzimmer und ernährte sich am Ende von der Wärme einer Taube. Enzo Ferrari. Am 14. August 1988 starb der 90-jährige Enzo Ferrari in seinem Haus in Maranello, Italien, an Leukämie. Ferrari war der Mann, der Rennen nicht als Sport verstand, sondern als Religion. Er begann seine Karriere 1919 als Rennfahrer. In den 1930er Jahren leitete er die Rennabteilung von Alfa Romeo. 1939 gründete er sein eigenes Unternehmen. Was danach folgte, kennt jeder, der jemals ein rotes Auto gesehen hat. Die finanzielle Lage wurde zeitweise so ernst, dass er 1969 die Hälfte seines Unternehmens für 11 Millionen Dollar an Fiat verkaufte. Ferrari reinvestierte alles in den Rennsport. Jede Lira, jeden Franc, jeden Dollar. Sein Sohn Dino starb 1956 im Alter von 24 Jahren. Ferrari benannte danach einen Motorentyp nach ihm. Er sprach selten über den Tod seines Sohnes. Er sprach stattdessen über den nächsten Sieg. 1977 trat er als Präsident zurück. Er blieb im Unternehmen bis zu seinem letzten Tag. Er hinterließ seinem unehelichen Sohn Piero 10% des Unternehmens. Als Ferrari 2015 an die Börse ging, war dieser Anteil 2 Milliarden Dollar wert. 2023 waren es 7,2 Milliarden. Enzo selbst besaß zum Zeitpunkt seines Todes schätzungsweise 100 Millionen Dollar. Wenig für den Gründer einer der wertvollsten Marken der Welt, weil er nie für sich selbst gebaut hatte. Der Mann, der die schönsten Autos der Welt baute, lebte wie ein Mönch und hinterließ ein Erbe, das nach seinem Tod milliardenschwer wurde. Tony Hsi. Am 27. November 2020 starb der 46-jährige Tony Hsi in einem Krankenhaus in Connecticut, 9 Tage nach einem Brand in einem Freundeshaus, aus dem ihn Feuerwehrleute hatten heraustragen müssen. Hsi war CEO von Zappos, dem Online-Schuhunternehmen, das er in einen Milliardenbetrieb verwandelt hatte. Er war das Gesicht der guten Unternehmenskultur. Seine Eltern waren taiwanesische Einwanderer. Nach dem Harvard-Abschluss mit 21 Jahren arbeitete er 5 Monate bei Oracle. Das reichte ihm. Er gründete Link Exchange, ein Werbenetzwerk für das frühe Internet. 2 Jahre später kaufte Microsoft es für 265 Millionen Dollar. Er war 24 Jahre alt. Dann wurde er CEO von Zappos. Im Jahr 2000 machte Zappos 1,6 Millionen Dollar Umsatz. 2009 waren es 1 Milliarde. Und Amazon kaufte das Unternehmen für 1,2 Milliarden Dollar. Er zog nach Las Vegas und versuchte, die gesamte Innenstadt neu zu erfinden. Er gab 350 Millionen Dollar seines eigenen Geldes dafür aus. Es scheiterte. 3 Monate nach seinem Rücktritt war er tot. Als er starb, war sein Nachlass rund 500 Millionen Dollar wert. Ohne Testament, ohne Frau, ohne Kinder. In seinem Haus fanden seine Familie handgeschriebene Haftzettel mit Millionenversprechen an Freunde. Gerichtsdokumente zeigten, dass er in seinen letzten Jahren Ketamin und Lachgas konsumiert hatte. Sein Vermögen stritten Gerichte noch Jahre nach seinem Tod. Der Mann, der einer ganzen Generation beigebracht hatte, wie man ein glückliches Unternehmen führt, starb in einem brennenden Freundeshaus und hinterließ ein Vermögen, über das andere entschieden, weil er es selbst nie getan hatte. Mike Lynch. Am 19. August 2024 starb der 59-jährige Mike Lynch im Mittelmeer, vor der Küste Siziliens, als sein Luxus-Superjacht in einem Sturm sank. Lynch wurde in London als Sohn einer irischen Krankenschwester und eines Feuerwehrmanns geboren. Er gewann ein Stipendium für eine Privatschule, studierte an der Universität Cambridge und gründete 1996 Autonomy, ein Softwareunternehmen, das auf seiner Doktorarbeit basierte. Die britische Presse nannte ihn den britischen Bill Gates.
Im Jahr 2011 verkaufte er Autonomy an Hewlett-Packard für 11 Milliarden Dollar, einen der größten britischen Technologiedeals aller Zeiten. Ein Jahr später schrieb HP den Wert von Autonomy um 8,8 Milliarden Dollar ab und beschuldigte Lynch des Betrugs. Es folgten 13 Jahre Rechtsstreit. Er wurde nach Amerika ausgeliefert. Er stand vor Gericht in San Francisco. Im Juni 2024 sprach ihn die Jury in allen 15 Anklagepunkten frei. Die Yachtreise war die Feier dieses Freispruchs. Sein 18-jähriger Tochter Hannah fand man an seiner Seite tot. Seine Frau überlebte. Er hinterließ seiner Frau Angela einen Nachlass von geschätzten 669 Millionen Dollar, zusammen mit einer laufenden Zivilklage von HP. Das britische Gericht verurteilte seinen Nachlass zur Zahlung von über 1,2 Milliarden Dollar. Der Nachlass reichte nicht. Seine Witwe stand vor dem Bankrott. Der Mann, der als britischer Bill Gates gefeiert wurde, ertrank auf einer Yacht, die er zur Feier seines Freispruchs gemietet hatte, und hinterließ seiner Frau eine Milliardenschuld. Steve Jobs. Am 5. Oktober 2011 starb der 56-jährige Steve Jobs in seinem Haus in Palo Alto, Kalifornien, umgeben von seiner Familie. Er wurde 1955 in San Francisco als Sohn zweier Universitätsstudenten geboren, die ihn noch als Säugling zur Adoption freigaben. Seine Adoptiveltern, ein Mechaniker und eine Buchhalterin, zogen ihn in einer Garage auf. Jobs brach das College ab, schlief auf Freundesböden und gründete mit 21 Jahren Apple in dieser Garage. Mit 23 war er Millionär. Mit 25 stand er auf der Forbes-Liste der reichsten Amerikaner. Im Jahr 1985 warf ihn sein eigenes Unternehmen hinaus. Der Mann, den er selbst als CEO eingestellt hatte, stimmte gegen ihn. Jobs gründete Next. Er kaufte Pixar für 10 Millionen Dollar von George Lucas. Pixar blutete 9 Jahre lang Geld. Jobs injizierte persönlich Dutzende Millionen, um es am Leben zu halten. Dann kam Toy Story. Dann kehrte er 1997 zu Apple zurück. Das Unternehmen stand kurz vor dem Bankrott. Im Jahr 2003 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Er lehnte die Operation zunächst ab und versuchte alternative Heilmethoden. Als er es bereute, war es zu spät. Als er starb, hinterließ er 10,2 Milliarden Dollar. Davon stammten 8 Milliarden aus Disney-Aktien, die er beim Verkauf von Pixar erhalten hatte, und nur 2 Milliarden aus Apple, dem Unternehmen, das er zweimal gerettet hatte. Alles ging an seine Frau Loreen. Seinen Kindern hinterließ er nichts. Er glaubte nicht an Erbvermögen. Der Mann, der in einer Garage mit nichts begann und die Welt umbaute, hinterließ 10 Milliarden Dollar und entschied, dass seine eigenen Kinder keinen Cent davon bekommen sollten. Howard Hughes. Am 5. April 1976 starb der 70-jährige Howard Hughes in einem Privatjet über dem Golf von Mexiko, auf dem Weg in ein Krankenhaus in Houston, Texas. Hughes war der reichste Selbstmacher Amerikas, Milliardär, Filmproduzent, Rekordpilot und Besitzer von Trans World Airlines. In den 1930er und 40er Jahren flog er Weltrekorde, produzierte Hollywood-Blockbuster und wurde von Präsidenten empfangen. Sein Vermögen überstieg 2 Milliarden Dollar. In den 1950er Jahren zog er die Vorhänge zu. Er verbarrikadierte sich in abgedunkelten Hotelsuiten und verbot jedem, ihn zu berühren. Er trug Kleenex-Boxen als Schuhe, um den Boden nicht berühren zu müssen. Er aß täglich nur 3 Dinge, die er selbst festlegte, und schrieb nachts mehrseitige Anweisungen darüber, wie seine Erbsen auf dem Teller angeordnet sein sollten. Er sammelte seinen eigenen Urin in Glasflaschen, die er beschriftete und in Reihen aufstellte. Als Ärzte ihn 1976 in den Jet hoben, wog er 41 Kilogramm. Seine Fingernägel waren so lang, dass sie sich eingerollt hatten. Er hatte seit Jahren niemanden berührt. Der Mann, der schneller geflogen war als jeder Mensch vor ihm, starb als Skelett in einem fliegenden Sarg, umgeben von leeren Urinflaschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, um ähnliche Videos zu sehen, und hinterlasst gerne Vorschläge für das nächste Video in den Kommentaren.